Du forschst seit 10 Jahren im Bereich Big Data und KI, hast aber durch deine Arbeit und eure Auftraggeber auch einen hervorragenden Praxiseinblick, weshalb ich mich sehr freue, dass du für dieses Interview heute zur Verfügung stehst. Gleich zu Beginn meine erste Frage: Wird künstliche Intelligenz die Fertigung grundlegend verändern und wenn ja, wie und warum? Ja, hallo Julia, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, Wir steigen gleich ein und die Frage mit der Fertigung ist ganz klar mit Ja zu beantworten. Allerdings muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist die Maschine und das andere ist die Fabrik. Das heißt, wir haben die Produktion an sich, die sozusagen einer Automatisierung mit KI widerfährt und zum anderen eben der Maschinenbauer, der seine Produkte sozusagen auf der Maschine logischerweise optimieren muss und damit diese verkaufen will. Und KI ist eigentlich sowas wie ein Überbegriff und der größte Anwendungsbereich liegt auch heute im Bereich von Predictive Maintenance, also der vorausschauenden Wartung. Sensoren waren ursprünglich eigentlich nur dafür gemacht, dass Prozesse überwacht werden sollen, um so einen Prozess auch zu visualisieren für einen Ingenieur, der das optimieren will. Wir selber haben Projekte im Haus, da sind 3000 Sensoren in so einer Maschine. Das sind also Terabyte an Logfiles und Daten, die da pro Maschine und Tag ja, generiert werden. Und die Herausforderung ist, dass die Daten verfügbar gemacht werden müssen, ne, um eine Entscheidungsfindung zu entwickeln. Und wenn man jetzt mal sozusagen die Perspektive ein bisschen nach draußen hebt, ist man schnell an dem Punkt, wo man sagt, was ist denn eigentlich die Herausforderung? Na, ganz einfach. Die chinesischen Maschinenbauer sind den Deutschen in der Präzision und in der Prozessqualität eigentlich unterlegen. Aber wenn die jetzt massiv KI integrieren, und das tun sie tatsächlich, dann besteht das Potenzial einer vorausschauenden Wartung und damit natürlich ein Wettbewerbsvorteil. Ne? Weil diese Unscheduled Downtimes der größte Killer der Produktivität sind. Weil die wird ja immer gemessen in der OEE, der Overall Equipment Effectiveness, und das ist am Ende entscheidend. Das heißt, wir haben eine Frage, die sich die deutschen Unternehmen stellen müssen. Kauft ein Kunde jetzt eine günstigere chinesische Maschine mit KI oder eine deutsche mit hoher Präzision? Wenn die chinesischen durch den Einsatz dieser KI auf eine ähnliche oder vielleicht bessere OEE kommen. Ja, und da gibt es eine schöne Analogie aus dem Automotive-Bereich. Bei Verbrennern sind die deutschen Unternehmen Weltmarktführer. Und das ändert sich natürlich ein bisschen mit der Batterietechnologie, die jetzt immer mehr kommt. Denn ohne Motor ist so ein Vehikel natürlich einfacher zu produzieren. Und im aktuell größten Automarkt fragt sich natürlich der Konsument, also in China, warum soll ich denn für ein Elektroauto mehr bezahlen als für einen Verbrenner? Und ja, ist ja weniger Technik drin, ne? Aber dafür mehr Software und KI. Und das sind die Stichworte, die für die Verbraucher wichtig sind. Autonomes Stauvorrücken, Entertainment-Integration und das ist eben Software und KI. Und ja, das ist relevant für den Automotive-Export. Und ja, wir müssten sozusagen im Maschinen- und Anlagenbau und in der Fabrikautomatisierung auch diesen Zeitgeist aufgreifen. Und der liegt im Automobilbereich natürlich extrem unter dem Zeitdruck. Total spannend, ja. Du hast jetzt schon Maschinenbauern gesprochen. Wie sieht das bei der Produktion in der Fabrik dann aus? Da ist ja im Prinzip die kleinen KI-Modelle in den einzelnen, ja, ich sag mal, Maschinen, ja, die dann insgesamt zur Produktion zusammengeführt werden. Und da kann man ein Beispiel aus der Inbetriebnahme einer sogenannten Smart Factory ja, mal aufgreifen. Heute werden ganze Werke remote in Betrieb genommen. Das ist von der Rohstoffzufuhr über die rezeptgesteuerte Prozessanlage bis hin zur Abfüllung inklusive einer SAP-Integration, die vollständig vollzogen wird. Und da ist meistens so, dass ein Kernteam, ein betriebseigenes Kernteam vor Ort ist, mit Augen und Ohren an der Anlage ist und die Dienstleister bei Bedarf ans Telefon geholt werden. Und ja, wenn man so in die Vergangenheit schaut, ne, da kamen die Programmierer montags früh auf die Baustelle, stellten fest, die Maschinen sind noch nie angeschlossen. Es gab sämtliche Probleme und dann saßen die rum und hatten nichts zu tun. Jetzt können die remote dazukommen und flexibel die bei Verzögerungen eben andere Teilprojekte vorantreiben.
Ich würde gerne noch mal in den Technologiebereich ein bisschen tiefer reingehen. Man hört ja im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz jetzt immer mehr das Stichwort Edge AI, also quasi, 'ne KI, die direkt an dem Sensor zum Beispiel integriert ist. Und das Gegenkonzept, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf, ist quasi das Cloud-Thema. Wie ordnen sich diese beiden Konzepte im Bereich der smarten Systeme ein oder unter? Gibt es da konkrete Anwendungen, für die das eine oder das andere Konzept eher oder besser sind, beziehungsweise einfach relevanter sind? Ja, das ist ganz spannend, weil der Unterschied zwischen Edge AI und Cloud Computing oder von mir aus Cloud AI ist eigentlich, dass einer auf dem anderen aufbaut. Bei Edge spreche ich ja sozusagen vom maschinellen Lernen am Endpunkt des Internets. Das ist dann die Maschine in der Produktionshalle. Und aber eben erst dann, wenn ich wirklich weiß, welche Datenströme ich benötige, wie Daten überhaupt aufbereitet sein müssen oder vielleicht, wie ich sie Stück für Stück analysiere. Das heißt, ich benötige erst viele Daten zum Anlernen und wenn die Modelle angelernt sind, kann ich sie auf die Maschine bringen. Der erste Schritt ist also, viele Daten zusammenzuholen. Das macht in der Cloud am meisten Sinn, vor allem wenn ich sie vielleicht aus verschiedenen Fabriken hole oder von verschiedenen Herstellern. Und dann folgt sozusagen das Überbringen der Modelle und Algorithmen auf die Edge. Das heißt, Edge folgt auf Cloud. Große Cloud-Anbieter werben jetzt damit, Daten generell in der Cloud auszuwerten. Kannst du da vielleicht mal ganz kurz die Vor- und Nachteile zusammenfassen? Ja, ich glaube, das muss jeder Hersteller selbst entscheiden, das ist klar. Aber es ist natürlich so, dass heutzutage Daten in der Cloud sicher sind, vielleicht vor dem Zugriff eines Wettbewerbers. Aber wenn man überlegt, dass ein Großteil der Cloud-Anbieter, die wirklich technologisch führend sind, aus dem US-amerikanischen Wirtschaftsraum kommen und dort ja dieser sogenannte Patriot Act existiert, das kann also die Regierung jederzeit die Cloud-Betreiber auffordern, sämtliche Daten der US-Regierung zur Verfügung zu stellen und dass es auch staatsgetriebene Herausforderungen gibt bei, ich sag mal, Datenmissbrauch oder Datennutzung in anderer Art, vielleicht sagen wir eher so. Das ist eben tatsächlich eine Herausforderung. Und das ist was auch vielleicht auf der politischen Schiene eine Rolle spielt, nämlich dann, wenn ein Unternehmen sehr stark auch daran interessiert ist, ihr absolutes Prozess-Know-how, was eben vor allen Dingen hier in Deutschland vorhanden ist, auch zu schützen, dass man sich das genau überlegen muss. Das andere ist, es geht auch um die Benutzung dieser Cloud-Services, weil wir haben in der Vergangenheit tatsächlich auch festgestellt, dass Kunden von uns einfach mal ausprobiert haben, wie man das machen könnte, ob man da schneller ist und dynamischer. Und wenn man da Fehler bei der Benutzung ja, begeht, am Ende dann Abrechnung pro Node hat, viele Modelle rechnen lässt, kann es eben sein, dass schnell mal ein fünf- oder sechsstelliger Betrag aufkommt. Und das ist in der Vergangenheit durchaus passiert, wenn an einem Freitag Modell angestoßen wurde und Montag geguckt hatte, was rausgekommen ist. Du hast jetzt gerade schon das Stichwort Know-how genannt. Know-how ist ja grundsätzlich eine Anforderung an ein Unternehmen, wenn ich mich mit der Überarbeitung von Prozessen beschäftige, also auch damit oder mit der Frage, KI in meine Produktion zu integrieren. Was sind denn noch Herausforderungen oder vielleicht was sind auch die größten Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Implementierung von künstlicher Intelligenz in ihre Produktionsprozesse stellen müssen und wie können sie diese am besten bewältigen? Also grundsätzlich muss man schon sagen, die Frage aller Fragen ist, wie mache ich meine Maschinen mit Sensoren intelligent? Ja? Und KI kann eben immer nur mit Big Data gedacht werden. Es werden immer große Datenmengen erzeugt. Diese Datenmengen müssen strukturiert sein und das ist halt eine Grundvoraussetzung, die man hat. Und der Zugriff auf die Daten ist eben auch total wichtig, wenn ich zum Beispiel Maschinen von Fremdherstellern einkaufe, gerade in einer Smart Factory, und ich dann ja auch diese Daten nutzen will, um meinen Produktionsablauf, den Produktionsprozess über Maschinen hinweg zu organisieren. Das heißt, wir haben sozusagen das Big Data-Thema, wir haben die Daten von Fremdmaschinen und die Maschinen sozusagen, die müssen analysiert werden und es muss entschieden werden, ob überhaupt geeignete Sensorik vorhanden ist oder vielleicht noch aufgebaut werden muss. Und letztendlich muss man natürlich mittels der KI Muster erkennen, die mir im Produktionsprozess helfen.
Und da gibt es sicherlich Branchen, die hängen etwas hinterher und dann gibt es wieder Branchen, die sind sehr weit, wo man fast eine komplette Smart Factory hat und smarte Systeme dadurch einsetzt. Du hast jetzt den Prozess schon so ein bisschen beschrieben. Wie lange dauert das denn so im Allgemeinen? Also, bis das System wirklich eine geeignete KI beziehungsweise einen geeigneten Ka Algorithmus hat und welche Voraussetzungen sind dafür notwendig? Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es ist immer ein mehrstufiger Prozess. Also, das Erste ist immer, die Systeme müssen mit Sensorik fit gemacht sein. Ich muss an den richtigen Stellen die richtigen Sensoren haben, die mir kontinuierlich auch, strukturierte Logfiles, also Daten liefern. Ähm, Das Zweite ist dieses Datensammeln. Ich kann ja nicht sozusagen die Sensorik anbringen und dann sofort analysieren. Ich brauche eine gewisse Zeit, in der ich, diese Fehlerdaten generiere, sodass man wirklich auch zusammenfassen kann für so einen zweiten Punkt, schlechte Daten sind gute Daten, weil wenn ich sehr viele Fehler hintereinander habe, dann kann ich auch mit der KI Muster erkennen, ja? Also, die Ableitung ist dann dort sozusagen vom Business Understanding, was will ich erreichen, über das Data Understanding, was steckt in den Daten, hin zum Data Preparation. Wie präpariere ich die Daten? Wie bereite ich die auf? So, ein drittes großes Thema ist, man kann dann schnell die Machine Learning Algorithmik draufbringen. Das dauert meistens nicht zu lange. Komplexe Algorithmik, wenn es jetzt viele Datenströme sind, die fusioniert werden müssen, da ist natürlich der Komplexitätsgrad dann höher. Ich kann da mal ein Beispiel nennen. Der ein oder andere gerade im Halbleiterbereich kennt das. Eine der komplexesten Maschinen ist die Lithographie-Belichtungsmaschine von ASML. Das ist ein extrem komplexer Prozess. Da werden halt in 50.000, ne, da wird 50.000 Mal pro Sekunde ein Zinntropfen beschossen. Der ist 45 Mal heißer als die Sonne. Ja. Das ist total irre, weil diese notwendigen ja, Lichtwellen von 13,5 Nanometer müssen irgendwie erzeugt werden. Das geht eben nur so. Ja. Das mal so als Beispiel. Und das vierte große Thema ist natürlich, dass ich eine Data Management Pipeline und so einen Continuous Improvement Prozess habe. Das heißt, ich muss meine Daten im Griff haben, ich muss wissen, wie die reinkommen, wie sie aufbereitet werden. Und Continuous Improvement heißt nichts anderes als, ich entwickle neue Modelle und bringe die in meinen Produktionsprozess rein. Ich kann nicht immer die Maschinen anhalten und warten und dann ausprobieren, sondern das ist ja ein Produktionsprozess und in dem muss das integriert werden. Ja? Und wenn man das alles zusammennimmt, kann das sein, dass wenn man sehr gut interagiert, dass man in 12 Monaten eine erste Struktur geschaffen hat dafür. Aber je nach Komplexität ist das natürlich nach hinten offen. Also, du hast jetzt schon gesagt, es ist sehr komplex und du hast auch das Thema Daten, also, dass man auch eben Fehlerdaten braucht, angesprochen. Das bringt mich so ein bisschen zu der nächsten Frage. Oftmals haben kleine Unternehmen ja gar nicht so die Möglichkeit, aber wenn jetzt gerade kleine Hersteller mit begrenzten Ressourcen trotzdem damit beginnen wollen, KI zu implementieren, was haben die da für Möglichkeiten? Na, grundsätzlich erstmal ist es so, dass mir als Kleiner meistens eine große Anzahl an Anlerndaten fehlt. Und die brauche ich ja, um eben diese Fehleranalyse machen zu können. Und da stellt sich die Frage, wo bekomme ich die Daten her? Und da gibt es jetzt eine europäische Initiative, die auch von Deutschland aus getrieben wird, nennt sich Manufacturing X. Das ist jetzt auf der Hannover Messe gestartet. Und das soll zum zentralen Datenaustauschpunkt für Maschinen- und Anlagenbauer werden. Das ist im Prinzip so eine, wie könnte man sagen, so ein Gaia X Regelframework. Der ein oder andere hat es schon gehört. Gaia X bedeutet ja, ist die europäische Ausprägung so als Gegenpol zu den amerikanischen und chinesischen Hyperscalern. Und zunächst wird erstmal das Lieferkettengesetz, genauer gesagt Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten, ja, betrachtet. Und ich glaube, Anfang 23 ist das in Kraft getreten und das ist angelehnt an den bereits erfolgreichen Cluster für Automotive, der nennt sich Catena X. Und da wird eben jetzt eine zweite Säule gebaut und dort kann man sozusagen in dem nächsten Schritt ja durchaus auch sich vorstellen, viele Daten, die man zum Anlernen braucht, auszutauschen. Ne? Alternativ dazu gibt es ja etliche spezialisierte Unternehmen hier in Sachsen oder auch über Sachsens Grenzen hinaus oder auch in die hervorragende Universitäts- und Forschungslandschaft, die da genutzt werden kann, zum Beispiel in Forschungsprojekten oder eben in anderweitigen ja, Kooperationsmöglichkeiten. Also man kann dann auch im Netzwerk lernen. Zum Beispiel in unserem.
Als letzte Frage, welches Potenzial hat KI denn im Sinne einer nachhaltigen und CO2-neutralen Produktion? Stichwort ESG. Kann künstliche Intelligenz tatsächlich helfen, Energie und Ressourcen zu sparen? Und wenn ja, wie und warum? Na, da kann man vielleicht mal 2 Beispiele rausgreifen. Ähm, die eins ist sozusagen ein bisschen im Large Scale gedacht, im größeren, Volumen. Also, die großen, Cloud-Rechenzentren haben eigentlich nachgewiesen, dass sie mit der Optimierung von Rechenzeitauslastung und, Optimierung von, Knoten, wie die miteinander interagieren, tatsächlich auch, durch KI dann eine Einsparung von bis zu 30% in der Energie generiert haben. Das ist natürlich ein direkter Zusammenhang zum Carbon Footprint. Und, als Zweites natürlich sind wir wieder bei unserem vorhin, genannten, Predictive Maintenance Fall. Umso weniger Abfallprodukte ich produziere, weil ich ja, deutlich reduziertere Ausfallzeiten habe oder geplante Ausfallzeiten. Dann habe ich, natürlich auch weniger Personal, ich habe weniger Materialaufwände. All das ist natürlich wieder etwas, was sozusagen insgesamt auf die Effizienz und Effektivität einzahlt. Und je mehr ich weiß, desto nachhaltiger kann ich wirtschaften. Und das geht natürlich besonders mit maschinellen Lernen oder eben dem Überbegriff, KI. Also auf jeden Fall deinerseits ein Pro KI in der Produktion. Vielen Dank, André, für die spannenden Einblicke und für die super Erklärung. Ich denke, das hat dem einen oder anderen jetzt echt geholfen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich habe einiges dazugelernt. Danke für deine Zeit. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.